Hallo, Hi. da sind wir wieder. Jo. Ja, es sind bestimmt super viele Fragen, die ihr euch stellt. Die stellen wir uns selber. Wie es jetzt weitergeht und was und dies und das und so. Einige, ja. Wir haben jetzt announced. Yay. Kralon, Dungeon Crawler, Spiel von uns. Was ist das? Wieso Dungeon Crawler, was ist das und so weiter. Das ist total komisch, dass man das jetzt aussprechen darf. Ja, ich krieg's auch noch. Vorher denkst du immer, sag den Namen nicht, sag den so wie Homer Simpson. Noch dürfen wir es ja nicht, ne? Aber wir sind ja noch die Vergangenheits-Jennys und Björns hier, ne? Und deswegen, also irgendwie ist das schon ein bisschen, sobald wir den Raum verlassen, müssen wir wieder ruhig sein, bis wirklich das Announcement gelaufen ist. Das ist so skurril. Ja. Gut. Wir können aber schon mal so ein bisschen abreißen, was Dungeon Crawler für uns bedeutet. Es gibt viele verschiedene Definitionen von Dungeon Crawler. Ein ganz bekannter Dungeon Crawler ist Diablo. Ne? Mhm. Und das ist sehr viel Grinden, das ist sehr riesig, das ist sehr viel, ich klick die Monster kaputt, ich sammle die Sachen und so weiter. Ihr kennt das. Ne? Muss ich euch nicht erklären, was Diablo ist. Mhm. Damit haben wir gar nichts zu tun. Das ist trotzdem, ne, so. Das ist, das stimmt. So, das ist trotzdem Dungeon Crawler, aber halt so, wie wir damals früher mal Dungeon Crawler hatten, zur Ultima Underworld Zeiten. So. Ultima Underworld war ein Spiel, was ziemlich frühzeitig schon irgendwie alle möglichen Elemente hatte. Das hatte sehr viel, das hatte eine 3D-Welt, du hattest eine Ego-Perspektive, du konntest kämpfen in dem Ding, du konntest quatschen mit NPCs, du hast Jump-and-Run-Elemente gehabt, wo man halt mal so hüpfen musste, du konntest Sachen untersuchen, du hattest ein Item-Inventory, Handling, Organisation, wo tue ich jetzt die Sachen hin und so weiter. Du hattest sehr viele unterschiedliche Gegner, du hattest verschiedene Gesellschaftsstrukturen in einem Dungeon mit mehreren Ebenen, solche Dinge. Und das ist das, was wir machen. Ja? Das ist genau das, was wir machen in unserem Spiel und halt die Indie-Variante davon. Die Spiele von damals, die sind mit sehr viel Menschen gemacht worden. Wir sind ein kleines Team, ja, und machen die Indie-Variante davon. Das muss man immer dazu sagen. Aber wir haben schon ein riesen Batzen Spiel gebaut. Also das wird schon ein großes Spiel werden. Also es ist jetzt nicht irgendwie Stunde und dann ist vorbei. So, ne, also wird schon ordentlich was zum Spielen geben. Nee, das können wir auch, glaube ich, gar nicht. Nee, da sind wir nicht in der Lage, ne, das ist echt wirklich wahr. Und das könnt ihr auch sehen anhand unseres Materials, was wir jetzt zur Verfügung gestellt haben. Da werden wir haben auf jeden Fall sehr viel noch zu zeigen. Wir werden jetzt die Marketingstrecke jetzt nach und nach die Sachen euch zeigen und revealen und mit euch diskutieren. Aber Dungeon Crawler ist genau das, was ich gerade skizziert habe für uns. Es ist eine ganz spezielle Art von Dungeon Crawler. Arx Fatalis war damals so ein Spiel. Ja. Ne? In dieser Form. System Shock hat viele von diesen Elementen von damals so, ne? Obwohl man sagen muss, dass System Shock sehr shooterlastig ist. Ne? Aber du hast halt Items gehabt und hast Sachen erlebt und rumgepröttelt und versucht, sich zu verbessern und so weiter. Und diese Dinge, die haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und versuchen, die hier umzusetzen. Ja. Genau. Ja, also wer so ein Arx Fatalis mal gespielt hat, der weiß ungefähr, was vom Look and Feel so auf einen zukommt. Wir hatten uns Mühe gegeben, in unseren Dungeon Crawler unterschiedliche Themenbereiche mit reinzunehmen, die wir persönlich spannend finden. Vieles davon haben wir euch natürlich auch im Vorhinein schon ein bisschen angeteasert. Wir wollen das Thema Mine und Ruhrgebiet und Ruhrpott mit da reinbringen, weil uns das sehr nahe ist und weil wir das lieben und weil wir uns hier ganz gut auskennen und das ist einfach total naheliegend, das zu tun, ja. Insofern hat es auch so ein bisschen so einen modernen Hauch, der da einfließt, aber auch nicht ganz. Es gibt viel Fantasy-Aspekte in unserem Dungeon Crawler, die das natürlich begleiten und was wir an Features jetzt auch aufgrund der Unreal Engine und den Möglichkeiten, die wir dadurch halt bekommen haben, super fanden, war, dass wir so einen Aspekt von Exploring da reinnehmen, den wir vorher in der Form nicht hatten. Ne? Zum Beispiel, dass man im Spiel, das sieht man auch im Trailer, Sachen inspizieren kann. Man kann sich die angucken und vielleicht mal ab und zu was finden oder so. Und diesen Aspekt, den fanden wir irgendwie toll, weil wir dann die Spieler auch dazu anregen,
die Umgebung genau zu untersuchen und zu schauen, ob man vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis findet oder vielleicht irgendwas, was man noch dringend braucht. Ja, wir haben vieles im Trailer im Grunde genommen schon so ein bisschen gezeigt. Zum Beispiel haben wir passenderweise zum Ruhrgebiet und zum Dungeon Crawler jetzt auch eine neue Währung im Spiel. Das ist Kohle. Ja. Hast du mal Kohle? Ja. Das ist sehr passend und entsprechend lass die Kohle nicht links liegen. Sie ist wertvoll. Ja. Und das hat sehr viel Spaß gemacht im Design, weil wir also so ein Dungeon, der bietet halt auch sehr viel, setzt sehr viel kreative Energie frei, weil man dann so Kleinigkeiten machen kann. Man kann zum Beispiel ganz viel machen mit Sound und Musik und das ist total spannend. So gibt es Situationen, die man dann zum Beispiel gruselig gestalten kann. Man kann ganz viel machen mit Licht. Deswegen gibt es halt auch einige Stellen, die sind sehr dunkel und andere, die sind ein bisschen heller und ihr müsst dann halt gucken, was ihr damit macht. Und das sind so Sachen, die machen uns als Entwickler total viel Spaß, daran rumzufudeln und zu gucken, wie fühlt sich denn dann jemand damit, der da durchläuft. Und wir sind auch schon extrem neugierig. Also wir haben es ja schon ein paar Leute spielen lassen und haben jetzt schon so ein bisschen Gefühl dafür, wie es funktioniert. Und wenn dann hoffentlich jetzt auf den Messen mehr Leute sich das angucken, ist das natürlich extrem spannend für uns, wie ihr das macht und was ihr seht, was ihr nicht seht, was ihr überseht, was wir da so gemacht haben. Und das ist halt extrem spannend für uns. Ja. Ja, schauen wir mal. Dungeon Crawler ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr frühzeitig schon mich fasziniert hat an Spielen. Ne? Das ist eine Sache, die tatsächlich eins der ersten Sachen waren, die ich auf dem PC auch gespielt habe. Ne? Also da waren 2 Spiele, war einmal Doom, ganz klar, ne? Und dann auch Ultima Underworld. So, ne? Das war schon wirklich sehr faszinierend. Dann war ich in dieser Welt, da hast du Karten gemalt und ne, das war wirklich eine Sache, die nicht nur inspiriert hat, sondern die so auch in mir drin steckt. Ne? Also die habe ich tatsächlich irgendwie geatmet, die Sachen so. Ne? Fand ich bis heute immer noch faszinierend. Ich fange auch ab und zu mal an, die nochmal zu spielen, kram die manchmal noch raus, ne? Und bin wirklich immer noch fasziniert, wie gut das noch funktioniert, sag ich mal, dieses Spielprinzip. Eine der ersten Sachen, die natürlich dann total stark eine Rolle gespielt haben, waren der Level. Weil klar ist, wir machen etwas Unterirdisches. Und das bedeutet auch, dass du quasi nicht so eine riesige Open World hast, wo du quasi, sagen wir mal jetzt irgendwie so, da hinten, was weiß ich, ist die Sonne, du siehst die Berge im Hintergrund oder so, sondern du machst ein komplett anderes Leveldesign. Und das war auch etwas, was wir sehr früh gemacht haben. Und du hast dann auch super früh angefangen, die Sachen auszublocken. Ja. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass man quasi schon ein Muster von dem Dungeon hat, quasi. Also, dass man quasi ein Rohbau, wo man dann schon drin rumlaufen kann und weiß, okay, wo ist hier was? Kann man sich hier orientieren? Ja. Und wie viele Gänge gibt es? Wo führen die hin? Und wo sind größere Areale? Wo sind kleinere Areale? Und dann sieht man relativ schnell auch schon so ein bisschen das Ding entstehen. Also man kann quasi super schnell dabei zugucken, wie das Ding so zum Leben erweckt wird. Das fand ich ein ganz schönes Aspekt. Wo ist ein Stollen, wo ist eine Burg, wo ist ein Dorf, wo sind die ganzen Sachen, ja. Genau. Ja. Das kann man auch unterirdisch super unterschiedlich gestalten. Also dass quasi unterschiedliche Areale, nenne ich sie jetzt mal, so ein bisschen thematisch anders eingefärbt werden. Damit hatten wir auf jeden Fall so unsere Freude. Und das macht euch dann hoffentlich am Ende auch Spaß, das dann zu erkunden und zu schauen, wo man was entdecken kann oder wen man so entdecken kann. Ja, wunderbar. Dann hast du eine Community-Frage? Ja, und zwar hat jemand gefragt, noch bevor wir das Spiel announced haben, welche Waffentypen wird es in eurem nächsten Projekt geben? Und bitte baut einen rostigen Nagel ein. Wahrscheinlich, weil wir hier immer vom rostigen Nagel sprechen, wenn man anfängt. Ja. Ja, was wird's geben? Nahkampf wird's geben. No? Werden wir verschiedene Waffen haben.
Und Fernkampf sitzen wir auch dran. Ja. Genau, also es wird beides im Spiel vorkommen und man wird beides verwenden können, wobei wir uns auch da bemühen, eine einfache und puristische Variante ins Spiel einzubauen, die man hoffentlich schnell versteht und dann verwenden kann. Und auf komplexe Systeme verzichten wir weitestgehend. Ja, muss funktionieren. Ne? Der Adventure-Anteil ist groß, der Story-Anteil ist groß, der Quest-Anteil ist groß, das ist mit der Geschichte, ne? NPCs und Kampf sind auch ein Teil. Ne? Genau. Das wird was Einfaches sein, was hoffentlich so ein bisschen Spaß macht irgendwie. Ja. Und unseren Fokus legen wir ganz klar auf das Zusammenspiel und einen großen Teil hat davon einfach die Sachen, die wir am besten können. Das sind so Sachen wie Quests und bisschen Rätsel wollen wir mit einbauen und hoffentlich eine schöne Geschichte erzählen, die euch gefällt. Schleichelemente kommen rein. Ja, also das ist schon sehr reichhaltig, das Ding. Genau. Hat sehr viele Features und Waffen sind einer davon. Ja, cool. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt bin ich echt mal gespannt, was da jetzt passiert. Ne, wie viele Fragen ihr dazu habt. Vielen Dank, dass ihr überhaupt hier uns verfolgt. Wir finden es total toll, dass ihr uns unterstützt und wir hoffen, wir können damit dann auch irgendwie euch was zurückgeben und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. Ja, ab nächste Woche kommen dann die Fragen nach Announcement. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich auch.